Der Frühling kommt langsam durch und damit auch die Frage, wer wird in diesem Jahr meinen Rasen mähen? Diese Frage stellen wir uns jetzt schon seit einigen Wochen und einer, der es dieses Jahr als Newcomer in unseren Testgarten geschafft hat, ist der TerraMow V1000. Die 1000 steht für, du wirst es erraten, 1000 Quadratmeter Rasenfläche. Das ganze Teil soll super einfach einzurichten sein und einfach funktionieren. Und tatsächlich soll der TerraMow V1000 nur mit Hilfe seiner TerraVision Kamera KI hier oben navigieren und alle Hindernisse erkennen. Und ob das klappt und ob unser Zwerg überleben wird, das klären wir in unserem Video. Naja, das verspricht der Hersteller und das ist jetzt auch keine Überraschung. Aber wir werden heute zusammen schauen, ob das Gerät einfach einzubinden ist, ob es überhaupt mähen kann, wie gut es mähen kann, was es überhaupt kann, was es nicht kann und ob es das richtige Gerät für dich ist. Wir testen ja nicht nur den TerraMow V1000, sondern jede Menge Mähroboter, alle, die wir in die Finger kriegen. Und deshalb lohnt es sich für dich, auf jeden Fall unseren Kanal zu abonnieren. Da unten ist der Abonnier-Button. So, jetzt lass uns als erstmal nachschauen, was in der Kiste drin ist. What's in the box? Die ist schon mal ziemlich schwer und da steht auch einiges drauf. Oh, uns ist direkt ein Fehler unterlaufen. Die V1000 scheint nicht für die Quadratmeterfläche zu stehen, denn er kann bis zu 1200 Quadratmeter mähen. Okay, what's in the box? Oh, 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 guck dir das mal an. Das ist eine Sensation. Die Mähroboter-Garage ist direkt mit im Lieferumfang. Ah, nice. Der Roboter hat einen praktischen Tragegriff und er ist tatsächlich nicht so schwer wie andere. Das ist ein Roboter to go. Ersatzmesser, Schrauben, um die Station zu befestigen, ein Stromkabel und das hängt an der Station. Okay, die Station ist erstaunlich schwer. Was ist das? Wir werden es rausfinden. Das war's. Was auf jeden Fall nicht drin ist, ist ein Begrenzungskabel, eine RTK-Antenne, irgendwelche Beacons für die Navigation. Das soll ohne funktionieren. We will see. So, wenn man sich das Teil mal so von außen anschaut, hat es ein durchaus relativ innovatives Design. Ich glaube, ich habe sowas schon mal bei Eufy gesehen. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, man weiß es nie. Auf jeden Fall haben wir hier eine gute Verarbeitungsqualität. Also das sitzt alles gut. Das wackelt nicht, das wirkt jetzt nicht billig. Wir haben relativ entspanntes Profil, da haben wir deutlich krassere Profilreifen schon gesehen. Ansonsten alles sehr clean. Hier vorne, das ist interessant, das ist so ein Bumper aus Gummi. Bin ich mal gespannt, was das bringt. Und hier, wenn man drunter schaut, haben wir eine 20 cm Mähteller und ein Rad vorne. Nur ein Rad vorne. Und Heckantrieb. Mal gucken. Hier ist ein Anschalter, ist auch interessant. Hatten wir so auch noch nicht. Und hier hinten ein Griff. Und jetzt helfen wir ihm noch mal in die Garage. Das nächste Mal muss er dann alleine fahren. Setup. Das Kapitel, wo wir früher schon den Mähroboter kurz nach dem Auspacken wieder eingepackt haben. 3 Stunden Kabel verlegen. RTK-Antenne irgendwo in den Boden rammen. App verbinden. Fehler. Also neu verbinden. Anderer Fehler. Hände waschen. Gartenzwerg anschreien. Und das Ganze dann von vorne. Der TerraMow V1000 soll das anders machen. Komplett anders. Einfach Ladestation auf den Rasen, dann die App öffnen, verbinden, einen Knopf drücken und dann fährt er los. Der hat jetzt hier einfach entschieden, selbst zu kartieren, aber ich halte das für keine gute Idee, weil unser Testgarten einfach viel zu groß ist. So, ich habe das Ganze jetzt mal abgebrochen. Die automatische Kartierung scheint sehr gut zu funktionieren. Er fährt zwar super langsam, aber es funktioniert. Aber ich will jetzt nicht, dass er die 10.000 Quadratmeter hier kartiert. Und deswegen habe ich es abgebrochen und mache jetzt die manuelle Kartierung weiter. Und das geht über einen kleinen Hack, weil er ist wirklich auf dieses automatische Kartieren ausgelegt. Du gehst auf Karte bearbeiten und dann eine neue Zone hinzufügen. Und dann wirst du nämlich gefragt über manuelle Steuerung oder
automatisch und jetzt steuere ich ihn manuell für die nächste Zone. Also es gibt einen Hack, aber der ist den Namen eigentlich nicht wert. Das ist wirklich nichts für immer. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man das manuell besser hinkriegt, dann schreibt es in die Kommentare. Weil es mit dem grenzenlosen Garten so schwierig war für den Teramo da zu kartieren, ist ja logisch, ne? Probieren wir es das mal mit einem Garten mit Grenzen. Deshalb habe ich die Station in einen neuen Garten gestellt. Der hat sie direkt erkannt, hat sich mit seinem SIM-Modul verbunden und ist jetzt schon wieder am Kartieren. Mal sehen, wie lange er braucht. Leute, also es gibt gute und schlechte Neuigkeiten, was das Thema Kartieren betrifft. Und was bei dir jetzt zutrifft, liegt ein bisschen daran, wie groß dein Garten ist. Unser Garten hier ist sehr, sehr groß. Und der Teramo V1000 ist ja für 1200 Quadratmeter maximal geeignet. Und das Geile ist, bei Teramo setzt man voll auf die automatische Kartierung. Also der macht das wirklich selbstständig, macht das sehr gut. Fährt langsam durch den Garten. Es dauert so ein bisschen seine Zeit, ne? Aber er scannt die ganze Umgebung, findet selber heraus, wo die Grenzen liegen. Und das läuft richtig gut. Da erstellt er eine sehr ausführliche Karte, erkennt die Ränder und so. Ist schon sehr geil. Allerdings, was ist, wenn dein Garten quasi grenzenlos ist? Also so wie unserer hier. Dann hast du ein echtes Problem. Denn das manuelle Kartieren, wie man das von anderen Mährobotern kennt, das funktioniert hier nicht so einfach. Also du kannst nicht wählen zwischen manuell und automatisch. Du kannst den nur automatisch kartieren lassen und dann ein bisschen nachbearbeiten. Und deswegen ist der erste Hinweis, der Teramo V1000 ist auf jeden Fall geeignet für dich, wenn du einen Garten hast, wo klare Grenzen sind, ne? Also ob das jetzt 800 Quadratmeter sind oder 500 oder 1200, Hauptsache, du hast irgendwie eine klare Begrenzung, dass er da nicht einfach bis ans Meer zum Sonnenuntergang fährt oder sowas. Also Kartierung, next level shit, aber es muss schon zum Garten passen. Wenn du wissen willst, was dieses Mähroboter-Teil hier von Teramo kostet, dann schau mal unten in der Beschreibung, da findest du die Links zum Shop, da tun wir immer die aktuellen Angebote rein. Jetzt muss er liefern, jetzt schauen wir mal, wie der Teramo die Terra mäht. Let's mow! Lass uns über Lautstärke reden, beziehungsweise über die Abwesenheit von Lautstärke. Denn der Hersteller, der gibt hier um die 50 Dezibel an und tatsächlich ist das Teil ziemlich leise. Hör dir das mal an. Gehen wir mal auf Ohrhöhe. Also tatsächlich ist das Gerät ziemlich leise. Der fährt ja auch ziemlich langsam. Der macht ganz wenig Aufhebens um seine Arbeit. Das ist schon gut. Und tatsächlich heißt es am Ende des Tages, du kannst ganz entspannt auf deiner Veranda sitzen und dem Mähroboter beim Mähen zugucken. Es hat ja auch was Meditatives. Jetzt hab ich's. Okay. Oh, cool. Guck mal, was man hier alles einstellen kann. Nicht nur die Schnitthöhe, man kann auch die Schnittdistanz zum Rand einstellen. Das finde ich super cool. Da hast du halt einfach Einfluss drauf. Finde ich cool. Dann hast du hier Bewegungsgeschwindigkeit. Können wir hier fein, schnell oder hoch. Geschwindigkeit ist schnell. Wir machen mal schnell, Turbomodus. Und Drehgeschwindigkeit. Du kannst sogar die Drehgeschwindigkeit der Scheibe einstellen. Die Mährichtung kann man einstellen. Das macht Spaß. Also hier gibt es in der Teramo App tatsächlich jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Oh wow, jetzt rast er so förmlich durch den Garten. Lichtgeschwindigkeit. Nein, Spaß. Er ist immer noch recht langsam unterwegs, aber gut Ding braucht offensichtlich Weile. Fazit zum Mähtest. Also man kann sagen, der mäht hier stoisch vor sich hin. Der fährt nicht besonders schnell, aber man kann die Geschwindigkeit variieren und in schnell ist er dann immer noch langsam. Aber who cares? Ich meine, der mäht
Die Fläche auf jeden Fall, braucht vielleicht ein bisschen länger, aber dann ist sie gemäht und das Schnittbild sieht super gleichmäßig aus, sieht gut aus. Du kannst auch, was ich ganz cool finde, die Mähtellergeschwindigkeit variieren und dann kann er auch mal tatsächlich höheres Gras hier wegflexen. Das sieht ganz cool aus. Wie du hier siehst, haben wir hier echt hohes Gras auch ihn mähen lassen, obwohl der Hersteller eigentlich sagt, du musst auf 10 bzw. 9 cm erstmal runterkürzen. Das haben wir uns mal gespart. Da sind wir auch ein bisschen faul, deswegen stehen wir auch so auf Roboter. Aber alles in allem, Mähtest top. In diesem Jahr gibt es auf jeden Fall einen Trend dahingehend, dass die Mähroboterhersteller sich Gedanken machen, wie können wir den Rand perfekt schneiden. Manche haben ein Seitenmodul, manche haben Teller, also Mähteller, die nach außen hinfahren. Der Terramo hat das alles nicht. Was er hat ist, du kannst in der App die Schnittdistanz zum Rand variieren. Also da kannst du ihm sagen, ne, wo er fahren soll. Das finde ich schon mal eine coole Idee. Und jetzt gucken wir mal, wie gut der Randschnitt beim Terramo eigentlich ist. Hier ist er tatsächlich dank seines Kamerasystems total motiviert ins Efeu reingefahren und hat da ein bisschen drin rumgemäht. Also da scheint er schon irgendwie auch identifiziert zu haben als etwas, das gemäht werden muss. Ich finde es ganz gut. Hat sich allerdings, wie du hier siehst, dann festgefahren und musste dann Rückwärtsgang mit Gewalt wieder raus und so. Also beim nächsten Mal hält er mit Sicherheit mehr Abstand. Oder auch nicht. Und der ist ja super autonom unterwegs und deswegen, wenn das jetzt ein Blumenbeet wäre, was ich nicht gemäht haben wollen wollte, was auch immer, du weißt, was ich meine, dann würde ich hier eine Sperrzone einrichten, denn er ist schon sehr autonom unterwegs und entscheidet dann im Zweifelsfall, dass er ein Blumenbeet mäht. Und das gilt es zu verhindern. Also hier an dem hohen Randstein hat er so ungefähr, ja, zwischen 15 und 20 Zentimeter ungemäht gelassen. Das ist so reiner Durchschnitt. Damit du deinen Rasen auch morgen noch sicher betreten kannst, testen wir jetzt mal die Hinderniserkennung des Terramo mit diesem Terra Vision, viele Kameras und KI-System. Und ich werde das erste Hindernis sein, das sich aufopferungsvoll dem Mähroboter in den Weg stellt. Aber wir haben auch alle weiteren Teilnehmer unseres Hinderniserkennungstests mitgebracht, selbstverständlich unseres Standardtests, und zwar unseren Kaktus. Die Hindernisse werden dann immer kleiner, unseren Fuß, unseren garstigen Gartenzwerg, unseren goldenen Igel und den Stockmann. Auf den Kampf! Geile Kiste! Aua, aua. Also dank des Bumpers tut es tatsächlich nicht weh, wenn er einen anfährt, aber hat jetzt auch nicht direkt gestoppt, sag ich mal. Probieren es nochmal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit geben. Okay, fair enough. Es hat geklappt. Was macht er mit abgesägten Füßen? Da war er jetzt mal ein bisschen touchy, aber er hat immerhin seine Klingenscheibe direkt ausgemacht. Und erst, als er rumgedreht hatte, wieder weiter gemäht. Helmut, it's your turn. Worthaus. Helmut ist tot. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Scheiße, schon wieder ins Werk geschreddert. Okay, Terramo, das nehme ich euch übel. Naja, ein Arm weniger. Wer braucht schon zwei? Vielleicht war er einfach sauer, weil Helmut ihm den Mittelfinger gezeigt hat. I don't know. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt unseren Igel in den Kampf schicken sollen. Mal gucken, was er mit dem macht. Sollen wir den heilen Igel oder den schon rasierten Igel in den Kampf schicken? Was denkt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Oh nein, ich entscheide mich für das Leben. Wir nehmen den schon anrasierten nach der aktuellen Erfahrungslage. Oh mein Gott, wir nennen ihn auch den Schredder. Ich gucke mal, ob ich die Hindernisvermeidung ein bisschen hochstellen kann. Wir gehen mal hier auf Hinderniserkennung empfindlich. Igel schreddern, Klappe die zweite. Der einarmige Hartmut will es auch noch mal wissen, wie es ist, wenn er im Hinderniserkennungsempfindlich Modus ist.
Also der Hinderniserkennungsmodus empfindlich rettet auf jeden Fall Leben. Und zwar nicht nur die von Igeln, sondern auch die von einarmigen Zwergen. Jetzt wird's richtig wild, wir probieren unseren Stock. Knapp 4 cm hoch. Also krass, den Stock hat er auch erkannt. Das ist schon richtig cool, weil der ja echt flach ist. Und an dieser Stelle, wo er den Stock erkennt, siehst du auch noch, mit welchem Eifer er versucht, diesen Stock nicht zu überfahren. Also da fährt er sich lieber fest, kämpft sich raus. Und das Ganze noch an einem Hang, wo er eigentlich gar nicht laut Hersteller fahren kann, weil es nämlich deutlich steiler ist als 32%. Und das ist schon eine ordentliche Leistung, würde ich mal sagen. Also er gibt hier echt alles am Hang. Und bei der Hinderniserkennung auch. Laut Hersteller soll er 32% Steigung schaffen und hier siehst du ihn am Hang schaffen und das sieht schon ziemlich gut aus. Der Hang ist deutlich steiler als 32% und ja, er kämpft, aber er kämpft sich Schritt für Schritt nach oben und nach unten. Also er wächst über sich hinaus sozusagen. Also du siehst hier, der macht, wenn er steil den Berg hochfährt, dann kommt er auf jeden Fall gut zurecht, ja, auch über die Herstellerangaben hinaus. Aber wenn er quer fährt, dann rutscht er immer so ein bisschen und je steiler es wird, desto schwieriger wird es natürlich für ihn. Und das ist natürlich auch die Krux. Du kannst, wenn du steilere Hänge hast, teilweise kannst du natürlich das Mähmuster so stellen, dass er immer nur hoch und runter fährt und nicht quer. Aber wenn du steile Hänge hast und willst, dass der Roboter auch mal quer fährt, damit du keine unangenehmen Muster kriegst, dann ist der Teramo V1000 vielleicht nicht der richtige für dich, weil so ein richtiger Geländekiller ist es nicht. Sieht eher aus wie so ein Sturmtrupplerhelm mit Rollen oder so. Bisschen unelegant. Eine weitere Besonderheit vom Teramo V1000 ist, ich fange jetzt nicht schon wieder mit dem Tragegriff an, sondern der sogenannte Spot Mode. Und der ist cool, wenn du 2 verschiedene oder 3 verschiedene Areale mit Rasen bei dir zu Hause hast und die hängen nicht zusammen. Also du kannst keine Pfade machen, damit er darüber fährt. Du kannst ihn rüber tragen, stellst ihn irgendwo hin, wo es gar nicht mal kartiert ist und dann über die App startest du den Spot Mode und dann mäht er eben nur da, wo du ihn hingestellt hast. Wenn er dann fertig ist, der Akku leer ist, dann wartet er da, wo du ihn hingestellt hast und du kannst ihn wieder abholen, wieder in die Station stellen. Der Teramo V1000, der für 1200 Quadratmeter geeignet ist, nicht für 1000, wie man erwarten würde. Was sagen wir nach unserem Test dazu? Es gibt auf jeden Fall ein paar super interessante Testergebnisse, finde ich, mit denen ich gar nicht so gerechnet habe. Coole Features, spannende App, da gibt es super viele Einstellungsmöglichkeiten und der ist wirklich schon sehr autonom unterwegs, geradezu als wäre der Geist der Maschine da drin am Leben, denn er kartiert ja den Garten komplett und das ist eine super coole Sache, das schaffen wenige Roboter heutzutage. Allerdings muss man dazu sagen, das hat auch so eine Downside, denn wenn du einen Garten hast, der grenzenlos ist, ja, dann hat er es super schwer. Dann kartiert er sich quasi zu Tode und hört nicht mehr auf. Und dann ist es tatsächlich auch nicht der richtige Roboter für dich. Wenn du aber einen klar strukturierten Garten hast, der klare Grenzen hat, dann sparst du dir hier schon mal die manuelle Einrichtung, denn das kann er wirklich ganz gut. Und da ist aber auch ein Nachteil, den ich hier irgendwie als Nachteil empfinde. Wenn ich nämlich selbst kartieren möchte, dann kann ich das nicht anständig machen. Also bei allen anderen Mährobotern hat man immer so die Wahl, also entweder hast du manuell oder du hast die Wahl zwischen manuell und automatisch kartieren. Und das finde ich geil, weil ich will die Wahl haben. Wenn ich dann mal nachjustieren will, kannst du mit dem zwar auch, aber einfach manuell zu kartieren, weil dein Garten eine riesen Herausforderung ist, dann ich will das einfach haben, ja. Das finde ich wichtig. Diese Spot-Mäh-Geschichte ist clever, also dass du den hier mit dem Henkel durch die Gegend tragen kannst und dann irgendwo einen Garten mähen kannst, der eigentlich gar nicht für ihn erreichbar wäre. So, das ist eine lustige und praktische Sache, eventuell für dich. Dann dieser Bumper, den finde ich auch cool, denn der verkratzt eben das Gehäuse nicht, wenn er hier am Rand entlang schraubt oder so oder an Steinen. Das ist auch clever. Die Hinderniserkennung, die war
hier, da waren Genie und Wahnsinn nah beieinander. Also erstmal hat er ja unseren Zwerg geflext, aber dann haben wir die Hinderniserkennung auf empfindlich eingestellt und dann war die Hinderniserkennung überragend. Also dann hat er sogar den Stock erkannt, hat abgebremst, hat umgedreht. Ich denke, das ist dann auch die Einstellung der Wahl. Das Schnittbild des Geräts war gut, sehr gut, kann man gar nichts Gutes drüber sagen. Hat einfach schön in Bahnen hier gemäht. Wo er sich schwer tut, ist an Hängen und in geländereichen Gärten. Also wenn du sowas hast mit Hängen über 32%, dann würde ich dir davon abraten, den zu holen. Wenn du keine Hänge hast und schön sauberen, strukturierten Garten mit eindeutigen Grenzen, dann ist es eine super Lösung für dich. Das Ganze gibt es nicht umsonst, das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Du kannst mal unten in der Beschreibung gucken, da findest du den Link zum Shop. Da ist der aktuelle Kurs, die aktuellen Angebote legen wir dir da rein und der UVP ist zwischen 1200 und 1300 Euro, also das ist schon eine Stange Geld. Und damit bewegt er sich schon hier an der oberen Grenze zu Premium-Geräten. Und da haben wir natürlich auch nochmal andere Modelle getestet, die dann auch Geländekiller sind und sowas, ne? Also da musst du eben dann selbst auch gucken, was für dich wichtig ist. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann schau mal, in der Beschreibung findest du einen Link zu unserem Mähroboter-Berater. Da helfen wir, ich oder einer meiner Kollegen, dir den richtigen Roboter zu finden. Und das Beste daran ist, es ist umsonst. So, das war's zum Teramo 1000, V1000. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr über Mähroboter hören wollt oder euch noch mehr Infos holen wollt, ich hänge euch mal hier die Mähroboter-Playlist an. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Wir haben super viele Mähroboter in diesem und im letzten Jahr getestet. Da sind auf jeden Fall echte Highlights dabei. Und wenn du dein Haus weiter robotisieren willst, dann schau mal, hier sind die besten Wischsauger. Ist auch super spannend, kannst ja mal reinschauen. Und ansonsten hoffe ich, dass du unseren Kanal schon abonniert hast und wenn nicht, dann würde ich mich freuen, wenn du es jetzt machst und dann bist du auch bald wieder dabei, wenn wir neue Geräte für dein Smart Home testen und bis dahin, Peace.